Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir reden heute über AMC, GME Beyond, SoundHound, SoFi K und Spy. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die Fraktale-Methode, erkläre wieder dazu, kommt wieder ans Ende des Videos. Na gut, dann springen wir gleich rein in AMC. Und auch heute einfach nur ein kleines Update zu was wir letzte Woche gemacht haben. Fürs große, wie schaut das Fractal generell aus? Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze, Preisziele. Verlinke ich euch wieder das große Update-Video ans Ende. Na, dann zoomen wir mal rein. Gut, und es hat sich nicht unbedingt viel verändert, außer dass ich eigentlich ziemlich äh, sicher bin, dass wir unser Wie gefunden haben. Dazu kommen wir gleich. Ich werde heute wirklich versuchen, es ganz eindeutig zu erklären, weil mir fällt wirklich auf, ich kriege auch vor allem aus dem englischen Bereich immer dieselben Fragen, reicht das jetzt, reicht das nicht? Ja? Und ich denke mir halt immer, ich habe das doch eh gezeigt. Ja? Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass ihr mich fragt. Ja? Nur habe ich halt das Gefühl, dass ich dann anscheinend irgendwie etwas zu verwirrend gezeigt habe. Deswegen versuche ich das heute ganz eindeutig. So, wir sind noch immer in unserem A-Pullback gewesen, letzte Woche. Ja? Wir haben die 0.5 gebrochen. Wir sind in die Nähe der 0.618 gekommen. Ja? Ich habe gesagt, mein Ziel fürs Mindeste, fürs Low, war letzten Freitag. Ja? Somit, ja, ich würde sagen, das wäre als Low genug. Wir können jetzt natürlich am Montag noch immer, ich meine, wir reden hier von zur 0,618 4 Cent. Ja? Ist okay. Ja? Aber wir könnten sogar noch am Montag ein bisschen drunter gehen. Wäre auch noch okay. Ja? Ich sage immer, A macht entweder ein 0.5 oder 0.6 Pullback, ja? von der FIB. Dazu sei auch eins gesagt. Ja? Weil ich habe das nie gezeigt. Ja? Ich schaue mir meistens meine Charts auf Log an. Ja? Ich kontrolliere sie meistens auch ohne Log, ja? Aber was ich hier euch zeige, ist Log. Wenn man auf Logarithmik sich den Chart anschaut, ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und zwar Doppelklick auf die FIB, hier unten, FIB Level Based on Log Scale. Wenn das nicht an ist, dann habt ihr seht es hier, andere FIBs. Ja? Wenn ihr auf Logarithmik euch das anschaut, muss das an sein. Wenn ihr ohne Logarithmik euch die Charts anschaut, muss das auf sein. Ja? Nur so als kleines technisches Detail. So, A kann 0.5, 0.618 runterfallen. Ich habe aber auch im Erklärvideo immer gesagt, ihr könnt auf den Linien bouncen, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ja? Somit irgendwo in der Range ist unser Bounce. War das monatelange Tracking. Was wir nicht machen dürfen, unter keinen Umständen, ist die 786 zu berühren. 109. Wenn wir das machen, nächste Woche, dann sitze ich da und sage ich hundertprozentig, es ist aus für dieses Jahr. Ja? Aber selbst für die bärische Variante, zu der kommen wir heute auch noch, sehe ich das noch nicht. Ja? Somit vielleicht am Montag noch ein kleiner Wip. Allerdings dann sollten wir ins Higher Low gehen. Zu der Frage, weil ich sehr viele Videos dieses Wochenende gesehen habe, können wir am Montag squeezen? Für meiner Meinung nach, so, weil 100% sollte man nie sagen, sollte immer weltoffen sein. Ich würde sagen, zu 90% keine Chance. Wir haben das Higher Low nicht gemacht. Und das hier ist nicht das Higher Low. Habe ich auch oft genug gesehen dieses Wochenende, dass, ja, wir sind so drunter gefallen, aber ist wurscht, das ist das Higher Low. Nee, einfach nee. Können wir am Montag squeezen? Ja, okay. Wenn wir am Montag einfach raufschießen, ist jeder happy. Ja, warum nicht? Ja? Wenn nicht, machen wir das Higher Low. Wie würde dieses Higher Low jetzt ausschauen? Das Higher Low, meiner Meinung nach, darf nicht über 1,62 gehen. Ja, also wenn wir wirklich am Montag anfangen,
irgendwo hier zu sein. Ich meine, überhaupt, Bestätigung wäre alles über 1,75. Dann muss ich ehrlich sagen, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Wenn wir hier langsam, wenn wir hier durchschießen, okay, scheiß drauf, wir squeezen. Wenn wir hier langsam durchbrechen, stimmt irgendwas nicht. Weil Squeeze oder wie ich es nenne, Chat-Test, ist halt brutal schnell nach oben. Langsam hier hinaufkrebsen, irgendwas ist faul. Ja? Denke ich nicht. Somit, das höchste der Gefühle wäre meiner Meinung nach 1,60. Ja? Im schnellsten Fall das bis Mittwoch, also das Peak vom Higher Low, bis Freitag runterfallen. Yippie, 25. Mai ist unser Squeeze-Target. Wenn wir jetzt die ganze nächste Woche nur hier hinaufkrebsen, sagen wir, am Freitag sind wir bei 1,53. Ja, muss ich leider auch wieder hier sagen, ja, dann wird es mit 25 nix. Dann werden wir in der letzten Woche vom Mai hier hinunterfallen. Ja, und dann ist Mai vorbei. Und dazu sage ich auch eins, mein Hauptziel war immer, es muss im Mai passieren. Ja. Zumindest den Move müssen wir sehen. Wenn wir am letzten Maitag, das wäre der 29. hier schließen, okay, dann ist es erste Juniwoche. Okay, funktioniert auch noch. Aber wenn wir jetzt sagen wir, sowas machen, nächste Woche, das hier, die letzte Woche vom Mai und so in den Juni reingehen, dann bin ich einfach der Meinung, dann war das Top von 2026. Ja. Dann werden wir bis Dezember runterkrebsen, Allzeitlow brechen und wahrscheinlich so um die 60, 50 Cent laufen. Und haben dann Jänner bis Mai 2027 die nächste Chance. Ja. Das bedeutet einfach nur, das war ein Top für dieses Jahr. Ja. Und natürlich sei auch eins dazu gesagt, dann wird GameStop runterknallen, dann wird COS runterknallen. Ja. Und auch dazu sei gesagt, AMC wird nicht kneifen. Es wird bis August oder Oktober wahrscheinlich noch nicht einmal dieses Low hier brechen. Ja. Und jede Woche wird man hören, hey, schaut's, neues Hallo, nächste Woche. Nein, okay, dann nächste Woche. Okay, es ist 100% Juni, 100% Juli, 100% August. Ich habe diesen Fehler schon 2025 gemacht. Ich mache den Fehler nicht noch einmal. Ja. AMC, GameStop und COS sind nie Juni, Juli, August, Oktober, September gesqueezed. Nie. Nicht ein einziges Mal. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, dieses Mal ist anders. Jo, aber dann kann man sich tracken. Gut, dann ist es halt Wunschdenken. Und auch gleich zu der Frage, stimmt nicht? 2021 sind wir gesqueezed im Juni, Juli. Ja, aber da hatte AMC seinen ersten Part schon im Jänner. Wenn ihr jetzt sagt, ja, vielleicht war ja das hier der erste Part. Okay, möglich. Ich denke es absolut gar nicht, aber okay. In dem Fall ist euer zweiter Part aber maximal hier bei $8. Ich meine, damit kann man noch immer Geld verdienen, ja, aber das war es dann auch für dieses Jahr. Also, und was wirklich dagegen spricht, ist halt, das hier ist nicht Jänner. Das ist im März, hat im März angefangen. Auch das ist noch nie passiert. Ja, also als für den ersten Part. Das macht keinen Sinn. Ja. Warum ich so aufs Higher Low bestehe. Hier meine berühmten 1-Stunden-Charts von allem. Ja, also linke Seite heute, dann Jänner 2021, dann Mai, April 2024 und dann Mai, April 2025. Alle unsere Squeezes auf einem Bildschirm. Und was man halt sieht, wir haben immer unser A gemacht. Wir haben immer entweder einen 0.5 Pullback oder einen 0.6 Pullback, 618 Pullback oder wir sind in die Nähe des 0.5 Pullbacks gekommen. Also dafür haben wir alle Varianten vom A durchgespielt. Ja. Das Einzige, was wir vielleicht nicht hatten, ist, dass wir zwischen der 0.5 und der 0.618 gebaut sind.
Somit vielleicht, das wäre die letzte Möglichkeit, Variante von allen A-Pullbacks. Ja? Wäre lustig, dann haben wir alle auf einmal. Das, was wir allerdings jedes Mal gemacht haben, ohne verfickte Ausnahme, ist das High Low. Ja? Jedes Mal haben wir das High Low gemacht. Jedes Mal. Somit, ich kann davon nicht runtersteigen. Ich kann nicht. Ja? Wenn mir irgendjemand erzählt, wir brauchen das High Low nicht, ja, okay. Ich kann es nicht. Und wenn mir und das habe ich, glaube ich, auch 6-mal gesehen, und zwar 1:1. Deswegen glaube ich, dass einer hat mit dem Scheiß angefangen und die anderen 5 haben es nachgemacht. Mit der Sache, dass das hier ist und dass dieser Punkt hier dieser Punkt ist. Ja, habe ich 6-mal in den Videos gesehen. Und 6-mal hätte ich meinen Schädel gegen die Wand hämmern können. Weil das ist eindeutig nicht High Low. Scheißegal, wie man sieht. Wurscht, ob man sagt, es muss nicht 1:1 sein. Es ist kein High Low. Was auch immer das ist, wenn wir am Montag squeezen, es ist nicht High Low. Ja? Es ist wurscht. Es ist einfach wurscht. Ihr kennt mich, ja? Ich habe diese Methode mit anderen Kollegen entwickelt. Dafür, dass man nicht nur Bars-Patterns verwendet, weil das bringt euch bei Fractals um. Es ist eben wirklich nicht immer 1:1. Aber ein Higher-Low-Landmark wird immer ein Higher-Low-Landmark bleiben. Aus. Ja? Man kann ein Higher-Low-Landmark nicht in sowas verwandeln. Das spürt's nicht. Ja? Gut. Somit, entweder wir machen nächste Woche das Higher Low fertig bis Freitag, dann squeezen wir am 25. Mai. Oder wir brauchen 2 Wochen fürs Higher Low. Dann squeezen wir in der ersten Juniwoche. Was wir bei beiden Varianten unter keinen Umständen machen dürfen. Okay, klarerweise nicht 1:09 brechen. Was wir aber auch nicht machen dürfen, ist, sagen wir machen jetzt nächste Woche dieses Higher Low. Ja? Und am Freitag, entweder wir schließen am Freitag hier oder kurz vor Schluss machen wir das. Das dürfen wir auch nicht. Das wäre sowas von bearish. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann wäre das T. Ich meine, klarerweise haben wir jetzt noch hier diesen Fleck hier offen. Ja? Aber uns geht die Zeit aus. Uns geht auch echt die Zeit aus. Also wenn wir das machen, das wäre für mich noch nicht der 100%ige Todesfall, aber das wäre schlecht. Wenn wir mit diesem Higher Low anfangen, dann müssen wir dieses verdammte Higher Low erhalten. Sage ich nur dazu. Ja, okay. Kleiner Ausflug als Bestätigung zur AMC noch zu Cause. Aber diesmal gar kein Blablabla über Cause, weil es interessiert eh keinen. Aber ich habe das auch schon letztes Mal gezeigt. Cause ist mit seinem Higher Low meiner Meinung nach schon fertig. Oder, wenn es noch ein bisschen mehr Zeit braucht, dann war das hier unser T. Und Cause wird nächste Woche noch ein bisschen runterfallen. Ja, das wäre noch absolut okay. Solange Cause nicht 3,47 bricht. Ist dasselbe Level wie AMC bei 1:09. Wenn Cause das hier macht, ja, meiner Meinung nach, es ist scheißegal, was AMC und GameStop macht. Das bedeutet, es ist nicht 2026. Für alle 3. Und dazu kommt auch, weil das habe ich auch so oft gelesen, es ist scheißegal, was GME und Cross macht. AMC wird squeezen. Ja? Und das immer von den Leuten, die den Goalpost immer weiter hinausschieben. Jedes Mal, es sind immer dieselben Leute. Ja? Für mich persönlich, wenn man Fractal Track, sollte einem klar sein, zumindest bis zum nächsten Squeeze, ja, wird AMC, wird Cause, wird GameStop gemeinsam laufen. Ja? Es macht keinen Sinn, dass jetzt nur einer von ihnen läuft und der Rest stirbt. Ja? Entweder es sind alle in ihrem bullischen Ende oder es sind alle auf dem letzten Weg dazu und es dauert bis 2027. Ja? Weil, nee, ich könnte da stur sein, ja,
aber ich sehe es unter keinen Umständen. Und dazu sei auch eins gesagt, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn wir noch in der bärischen Variante sitzen, ähm, dann wird euch das AMC als allerletzter zeigen. Als erstes wird es, ja, Cause und GameStop werden sich darum streiten, ja, wer als erstes euch die bärische Variante zeigt. AMC wird wie in den letzten 5 Jahren der letzte sein. Ja. Und natürlich werden irrsinnig viele AMC erst dann bullish sehen, wenn AMC sein Allzeitlow gebrochen hat. Erstens, also das sehe ich erst August, Oktober, wenn wir bearish gehen. Und das ist halt dann viel zu spät. Ja. Gut, dann schauen wir uns noch GameStop an. So, auch für GameStop nur kleines Update für wie sollte das Quiz ausschauen, Preisziel und so weiter, verlinke ich euch wieder das Video. Heute schauen wir uns an, was haben wir letzte Woche gemacht. Ja, wir sind nicht gebounced. Ich meine, es hat kurze Zeit ein bisschen gut ausgeschaut für einen Bounce, aber wir sind nicht gebounced. Ja? Und ich habe im letzten Video schon gesagt, ich möchte einen verdammten Bounce sehen für GameStop. Wir sind so extrem knapp dran, dass GameStop verdammt bearish wird, dass ich wirklich, und uns geht eindeutig die Zeit aus. Ja? Also entweder ab Montag fangen wir langsam an hinaufzuschießen. Wie schon gesagt, ich möchte GameStop mindestens über 26, 24 sehen. Am besten über 28. Oder wir bekommen echt ein Problem. Ja? Meine No-Go-Linie, ja, ist noch immer 21,30. Ja? Warum? Erstens, das hier sollte unser A sein. Ja? Und A macht eine 0.5, 0.618 Pullback. Und genauso wie AMC darf es 786 nicht berühren. Das bedeutet 21,30 und das kann nicht mehr A sein. Wir sind aber über T. Also das kann auch nicht Higher Low sein. Und da fängt es wirklich an, problematisch zu werden. Ja? Ein Kollege von mir trackt das hier noch immer, wenn wir das tun, als Higher Low. Und in dem Fall trackt er es halt so, dass das hier A, also klein a, klein b, klein c ist. Und dass wir auf jeden Fall hier drunter müssen. Okay. Ich meine, für mich ist das auch wieder Goalpost eigentlich verschieben, weil das bedeutet, unsere No-No-Linie wäre hier bei 1961. Ja? Mein Hauptproblem mit diesem Tracking wäre, wenn das hier erst Higher Low wäre, ja, dann müssten wir dann erst raufgehen, müssen erst unser A machen, wieder einen Breakout-Retest machen und dann. Uns geht dafür verdammt nochmal die Zeit aus. Ja? Aber als Alternative. Okay, fein. Damit das jetzt nicht zu verwirrend wird. Erstens, die bullische Variante. Wir verdammt nochmal bouncen am Montag. Wir scheißen auf 21,30 und es geht nach oben. Perfekt. Ja? Dazu sei gesagt, ja, aber wie kann denn GameStop raufrennen, aber AMC nicht? Ja, ganz einfach. Einfach das nur, um zu verdeutlichen. Ja? 4-Stunden-Chart GameStop und zwar von März 2020 bis Februar 2021 und auf der rechten Seite AMC, Jänner 2021 bis Mai 2021 oder Juni 2021. Und ihr seht ja ich hoffe, ihr seht meine Linie hier. Und ihr seht, was passiert, wenn GameStop schon läuft. Ja? Ihr seht das hier, genau hier. Macht das größer, weil hier ist wieder unser A, Pullback und Higher Low. In dem Moment, wo GameStop hier raufrennt und schon eigentlich in seinem Squeeze ist, macht AMC sein Higher Low fertig. Genau in dem Moment. Und erst am Schluss, zum letzten Run, zu seinem Peak, also wo ist der erste Part? Hier ist der erste Part. Ja. Erst zu seinem Peak, erst dann
synchronisieren sich die beiden und am selben Tag pieken sie. Hier, das ist Jänner 2021. Hier, Jänner 2021. Somit ja, es macht absolut Sinn, dass GameStop hinaufläuft, aber AMC erst sein High Low macht. Dasselbe für Mai, April 2024. Wieder linke Seite GameStop, rechte Seite AMC, wenn man unbedingt Mai jetzt herziehen will. Aber auch hier, ihr seht zum Beispiel am 3. März, ja, oder hier, am 2. Mai, ja, 1., 2. Mai, hier macht das größer, hat GameStop schon angefangen, hier hinauf zu laufen. Wo ist AMC? AMC ist am 3. Mai in seinem Higher Low. Das ist der Punkt. Ja? Und wenn GameStop sein großes A gemacht hat, ja, ich meine, okay, kommen wir gleich dazu. Sein großes A gemacht hat, ist AMC im Mai bei seinem Peak von seinem Higher Low. Dann läuft GameStop einfach nur sideways, ja, und dann wieder im Mai 2024 pieken sie am selben Tag, am 14. Mai. Somit, sie machen immer dasselbe zusammen. Ja? GameStop startet früher, AMC krebst hinterher. Sie treffen sich beide gleichzeitig am Peak um. So, jetzt das Problem GameStop an sich. Ja? Weil, was wir vergleichen würden, ist für GameStop, fürs Bullish Tracking, oder zumindest ich, dass wie gesagt November 2025 unser Viva. Ja? High Low rauf zur A. Ja? Wäre dasselbe wie im April 2020, High Low raufrennen zur A. Ja? Und es wäre nur das kleine A. Das sei auch dazu gesagt. Aber in dem Fall haben wir nur 2 Punkte meiner Meinung nach hier. Und das ist entweder 5. August oder 21. August. Und in beiden Fällen haben wir einfach das blöde Problem, dass keiner von diesen Punkten die 786 gebrochen hat. Keiner. Null. Und wenn man sich vor allem 2021 anschaut, ja, wenn man jetzt nicht von meiner Theorie ausgeht, ja, wenn man einfach nur charttechnisch ist, dann sieht man halt, man hat hier ein V und ab dem Zeitpunkt habt ihr nur noch Higher Lows. Es gibt keine Lower Lows mehr, hier mehr. Keine. Wenn wir hier jetzt plötzlich einen Lower Low machen, wird's kacke. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, aber es ist ja noch immer ein Higher Low hier. Ja, stimmt. Aber wir haben dann trotzdem dieses Low gebrochen. Zeigt's mir das, wo wir das hier 2021 gemacht haben? Haben wir nicht. Ja? Und wenn man sich 2024 anschaut, hier ist 2024 im Mai, auch hier nicht. Ich meine, okay, man könnte vielleicht sagen, hier haben wir das Low gebrochen. Okay. Wenn ihr mir jetzt allerdings erklären wollt, ja, dass wir schon so hoch sind, ich meine, okay, vielleicht. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich mag auch mein eigenes Tracking für GameStop, fürs Micro-Tracking nicht so ganz. Also, okay, vielleicht. Um das irgendwie noch bullish zu sehen, okay. Dann wären wir halt jetzt gerade am 6. Mai. Fein. Warum nicht? Ja. In dem Fall brauchen wir hier noch ein ganz klein wenig und dann müssen wir bouncen. Das bedeutet allerdings auch, wenn wir im 6. Mai sind, dann machen wir halt das die ganze nächste Woche. Das bedeutet aber auch als Bestätigung, wenn wir hier das Low am Montag, weil länger kann ich es mir nicht vorstellen, ich meine, wir sind jetzt was? Wir sind bei 60 gestoppt, also 20 Cent, ja, oder 18 Cent, 13 Cent. Wenn wir hier das kleine Low machen, dann möchte ich zumindest, ja,
nächste Woche, wenn man sich diese Candles hier anschaut, zumindest 26 nächste Woche wieder nach oben brechen. Zumindest. Wäre für mich Bestätigung. Okay. Ja, sollten wir hinuntertippen, aber in derselben Woche, nächste Woche, wieder hier hinaufschießen, okay. Warum nicht? Dann machen wir die restliche Woche das oder die restlichen 2 Wochen das. Das ist in Ordnung. Ja? Mein allerletzter Punkt ist aber 1961, wenn wir das berühren oder brechen, gibt es kein Wenn und Aber. Ende der Geschichte. Und auch für GameStop. Wenn wir unseren Arsch nicht hochkriegen. Also für GameStop noch viel mehr. Ja? Wenn wir unseren Arsch nächste Woche nicht hochkriegen. Ja? Also nächste Woche zumindest 26 brechen, wäre das für mich schon fast eine Bestätigung, dass selbst mit keinem Knife es wirklich scheiße ausschaut. Ja? Weil ich werde den Goalpost nicht in den Juli schieben. Oder in Mitte Juni. Werde ich einfach nicht. Ja? Somit schauen wir mal. Ja? Gut, kommen wir zu etwas erfreulicherem, nämlich Beyond. Auch hier fürs ganze Tracking, für Preisziele und so weiter und so fort verlinke ich euch wieder das große Video ans Ende. Heute schauen wir uns an, was wir am Freitag gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Ja, und ich habe gesagt, ich möchte bis vom 13. bis zum 15. Mai erwarte ich, dass wir unser Low finden und dass wir keinen Squeeze haben bis dahin. Ne? Und im besten Fall habe ich natürlich recht. Unser Wie war noch immer 7. April 2026 und zwar was für ein Wie? Dieses Wie war einfach nur das Ende vom Makro Higher Low. Ja? Das hier, was wir jetzt gerade tracken, ist Micro. Unser nächstes Ziel ist unser Makro, ja, hier, das Makro A. Über T, unter B, also unter M, ja, also irgendetwas zwischen 15 und 43. Mein Ziel ist noch immer Juli, August. Ja. Ob Juli, August dann das Lower High ist oder erst der Peak, werden wir sehen. Wenn wir was Dummes machen, können wir früher hier rauf. Oder vielleicht sogar ganz hoch. Für konservatives Tracking erreichen wir irgendwas hier in dem roten Bereich Juli, August. Ja. Gut. Fürs Micro-Tracking war das hier einfach nur unser kleines A. Kleines A-Pullback. Wie das ausschaut, kommen wir gleich dazu. Nächster Move. Wenn wir nichts Dummes tun und wenn wir wirklich bis Juli, August brauchen, dann werden wir jetzt uns auf den Weg machen zu kleinem B. Dieses kleine B wird bei 5, 6 Dollar wahrscheinlich rejecten. Irgendwo auf unserer Main Trendline. Ja? Dann machen wir wieder einen 0.5 Pullback. Dann erst rennen wir rauf zu unserem kleinen C, was unser Makro A ist. Wir sind allerdings, das habe ich auch immer gesagt, jederzeit, wenn wir einen Buchstaben fertig haben, wie zum Beispiel jetzt, können wir was Dummes tun. Ja? Wenn wir hier langsam hinauflaufen, dann müssen wir halt wieder warten, bis wir unser B fertig haben. Dann können wir wieder was Dummes tun. Es ist eher unwahrscheinlich, dass wir mittendrin was Dummes starten, sage ich nur dazu. Gut. Und unser A-Pullback, wenn wir uns von unserem V zu unserem A-Top unsere FIP nehmen, wir sind unter der 618, wir sind über der 786, die wir nicht berühren dürfen, also 70 Cent nicht berühren, sonst wird scheiße. Schaut super aus für einen Bounce. Ja? Somit, das können wir jetzt schon langsam weggeben. Was sind unsere Möglichkeiten? Weil wir im Micro-Tracking sind. Ja? Im Micro-Tracking, wir brauchen nicht unbedingt das Micro-Higher Low. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es brauchen, dann sind wir damit nicht fertig. Weil wenn das hier unser V war und das hier unser Top von unserem Higher Low war, ja, müssen wir auf jeden Fall noch unter 77 Cent. Ja, würde dann so ausschauen. Erst dann wären wir mit dem Micro Higher Low fertig. Ja. Sollten wir hier weiter runtergehen und 75 Cent berühren oder brechen, ja, dann wird das hier erst unser kleines T. Sage ich auch gleich dazu. Das ist halt leider die Alternative. Und wir sind noch nicht fertig. Dann müssen wir noch immer hier ein Low finden und dann erst.
muss ich ja dazu sagen, werden wir sehen, was nächste Woche passiert. Ich gehe eher nicht davon aus. Ja? Ob wir jetzt noch das Higher Low, das kleine brauchen oder nicht, ich meine, wir reden hier von was? 3, 4 Cent. Ja? Das erledigen wir im Pre-Market. Oder wie viel Prozent wären das? Ja, 3%. Ja. Somit, ich sehe das eigentlich recht gut, dass es zumindest langsam nach oben gehen sollte. Ab jetzt für Beyond. Ja. Egal übrigens, was AMC und GME macht. Ja. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Meiner Meinung nach, selbst wenn AMC und GME bearish sind, also selbst wenn wir davon ausgehen, dass es 2026 keinen Squeeze von AMC und GME gibt, Beyond ist vor den beiden gelaufen. Ja, also 2020. Also nur weil die zwei dieses Jahr vielleicht versagen, es gibt so viele andere Memes, die alle vor den zwei, AMC und GME und COS waren die allerletzten. Ja? Also wenn man wirklich bearish ist auf die zwei, dann könnte wieder die Shooting Order 2021 ins Licht treten. Ja? Und da haben wir so einige Ticker, die 2020 vor den beiden gelaufen sind. Beyond ist eins davon. Ja? Somit schauen wir mal, was passiert. Beyond bin ich noch immer bullish. Okay. Gut, als nächstes machen wir Soundhound, weil das habe ich schon Ewigkeiten nicht geupdatet. Ja? Die Sache ist die, ich habe eine bullische und eine bearische Variante für das. Ich tendiere wirklich mehr zu bearischen. Das wäre die hier. Ja? Wenn man sich das Fractal anschaut, dann hatten wir einen Top. Irgendwo in diesem Top hier ist das Lower High, Midpoint, T, W. Ein extrem kleines Higher Low. Unser A, auch wunderschön von unserem W zu unserem A bei der 618 gebounced. Dann auch über T, dann sind wir rauf zu unserem B gelaufen, über M, perfekt. Von unserem A Boden bis zu unserem B-Peak sind wir in der Nähe der 0,65 und der 0,5 gebounced, auch perfekt. Sind über Allzeit hochgebrochen. Somit für die bearische Variante war das hier ein Top. Und zwar Dezember 2024. Auch hier hatten wir hier unser Lower High, genauso wie hier. Wir werden nur langsamer. Wie immer. Fractal wird größer und langsamer. Also für die bearische Variante ist das alles hier nur dieses kleine Zipfelchen. Ja? Aber das wäre unser M. Ja? Im schlechtesten Fall wäre das sogar erst unser L. Ja? Und dann sind wir wieder runtergefallen. Ja? Die einzige Frage, die sich jetzt stellt, weil hier war M fertig. M hat hier gestartet, M ist hier fertig. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, kommen wir jetzt noch weiter nach oben? Vielleicht sogar bis zur Trendlinie, was ich mir nicht vorstellen kann, aber zumindest ein bisschen noch nach oben. Und das wird dann unser T. Und machen dann dasselbe wie hier auch. Das würde bedeuten, wir würden dann sowas machen. Und dann würden wir runterknallen zu unserem W. Das ist die einzige Frage. Oder das hier war unser T. Und wir knallen jetzt schon hinunter. Ja. Zu was? Aber zur bullischen Variante kommen wir auch noch. Ja. Also unsere Ziele, weil die Frage ist herausgezoomt. Was ist das? Weil das hier ist ein Fractal. Das hier ist schon das zweite Fractal. Die Frage stellt sich nur, was war das hier und was ist das hier? Ja. War das hier ein Higher Low? Wird das ein A? War das hier ein A? Wird das ein B? Das ist die Frage, die sich stellt. Ja. Somit für unsere Preisziele. Ja. Entweder das hier ist ein B. Ja. Dann war das hier ein A. In dem Fall fallen wir hier hinunter zu 0,5 oder im Maximalfall zu 0,618. Ja. Das bedeutet, das hier ist unsere Bouncing Area. Von $8 irgendwas zwischen $5 und sagen wir $3.
Irgendwo hier müssten wir bouncen, wenn das hier ein Makro B ist. Ja? Weil B macht ja immer vom A-Boden zum B-Peak eine 0,5, 0,6. 0,5 ist eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit für einen B-Bounce. Und danach brechen wir wieder allzeit hoch. Das für B. Wenn das Ganze aber ein A ist zum Beispiel, und das hier halt ein Higher Low, dann ist unsere letzte Chance, dass wir hier bouncen. Ja, irgendwas zwischen 3,50 und 2,10. Ja? In dem Fall, wie immer, wir dürfen nicht die 786 berühren oder brechen. Also 1,81 wäre schlecht. Also auch hier müssten wir hier bouncen. Wenn das Ganze hier kein A ist, sondern einfach nur ein großes Higher Low, ja, dann werden wir runter zu 1,51 gehen. Wie an der A. Und dann werden wir raufgehen. Ja? Das sind ja die Möglichkeiten, die es für Soundhound gibt. Eine Sache nur. Fürs bullische Tracking, wir sind halt nicht fertig. Wir sind nicht fertig. Ja? Also wir müssen mindestens hier bouncen. Mindestens. Dann, wenn wir hier bouncen, ein kleines High Low machen und hinaufschießen, hey, dann spiele ich selber. Ja? Weil wir müssen zumindest dann, unser nächstes Ziel ist irgendwas, ich würde sagen 30, 40, weil wir müssen über das Allzeit hoch. Ja? Jetzt wäre es für mich eigentlich mehr ein Putplay. Sage ich nicht. Was ich aber auch dazu sage, es ist ein schönes Fractal. Es ist nicht kompliziert. Es gibt nicht irgendwas, wo man für irgendwas raten oder arbeiten muss. Es ist ein schönes Fractal. Ja? Also deswegen habe ich es ja auch in der Liste. Schauen wir mal, was es macht. Gut, nächstes SoFi. Und auch SoFi ist ein schönes Fractal. Dazu muss ich sagen, tut mir echt leid, bin ich, wie sage ich das, für die längere Zukunft eigentlich auch mehr bearish eingestellt. Ja? Schauen wir mal. Die Sache ist die, auch hier, es verhält sich ähnlich zu Soundhound. Ja? Wir haben unser Top, unser C, unser Lower High, unser Midpoint, unser T, unser V. Ja, unser Altered Low im Dezember 2022. Dann haben wir ein wunderschönes Higher Low gemacht, unter der Trendlinie, sind ausgebrochen über T, haben einen wunderschönen 0,618 Pullback gemacht. Unser A-Pullback ist fertig, sind draufgelaufen. Über M bedeutet, das ist B, haben, Entschuldigung, auch hier einen etwas tieferen B-Pullback gemacht, aber auch super, sind über Allzeit hochgeschossen. Somit mein Main-Tracking ist noch immer, das ist unser C. Ja. Dann sind wir runtergeknallt, auch wie hier runtergeknallt, hatten diesen kleinen Peak hier, dieser kleine Peak hier, haben ein Higher Low gemacht, sind wieder raufgelaufen und an dieser Trendlinie rejected. Für mich ist das Lower High. Und dann sind wir runtergeknallt. Die Sache ist die, es vergleichen viele Leute dieses Triple Peak hier, dieses Dreier Peak hier. Meiner Meinung nach war dieses Dreier Peak ist schon da. Ja, also für mich ist dieses Dreier Peak eben diese 3 Peaks hier. Ja. Kann mich natürlich irren, weil diesmal ist es genau umgekehrt, weil das hier ist viel größer als hier. Ja. Also ich kann mich vielleicht irren und vielleicht brauchen wir zumindest dieses Dreier Peak hier noch. Ja. Würde dann ungefähr so ausschauen. Ja. Wenn nicht, und für mich wäre das dann schon Bestätigung, wenn wir hier drunter brechen. Ja, also wenn ihr 14,90, nein, machen wir das ganz genau, wenn ihr 14,90, 14,96 berührt oder brecht, ja, dann gehen wir runter. Und dann war das hier M. Und zwar dieses M hier. Ja. Wenn ihr also 14,90 meiner Meinung nach berührt, dann wird das, nein, so.
dann wird das irgendwie so ausschauen. Sage ich auch dazu. Ja. Schlecht. Kommt drauf an. Ich meine, kommt drauf an, ob man Putz spielt oder nicht. Solltet ihr hier bouncen? Ja, in dem Fall könntet ihr zumindest irgendwas für 23 sehen. Ja? Und das wäre dann erst dieser Peak. Und es wäre der noch perfektere Put-Eintritt. Sage ich auch gleich. Auch hier dasselbe wie für Soundhound. Unsere Levels. Ja? Weil auch hier wissen wir makrotechnisch nicht, was das Makro ist und was das Makro ist. Ja, könnte A sein, könnte B sein und so weiter und so fort. Dafür haben wir einfach noch nicht genug Price Action. Somit zu unserem Preisziel. Wenn das Ganze ein großes Makro B ist, dann ist unser Preisziel irgendwas zwischen 12 und 29. Irgendwo hier durch hier. Ja? Weil man schon gesehen haben, dass B auch bei Soundhound zur 0618 gehen kann. Ja? Das gleiche, wenn das Ganze ein A ist. Ja? Also wenn das ganze Makro-Dings ein A ist, haben wir die gleichen Preisziele. Wenn das Ganze einfach nur ein Higher Low ist, ja, dann ist unser Preisziel V&A. Und das bedeutet unter 95. Ja? In dem Fall geht es dann so hier hinunter. Und das Schöne an an Soundhound und an SoFi ist einfach, egal ob das, ich meine, das muss unser Aim sein. Für sphärische Alternative ist das nicht T, sondern unser Aim. In dem Fall ist das ein ziemlich guter Drop nach unten. Auch der Drop dann von unserem T ist ein ziemlich guter Drop nach unten. Ja. Schauen wir mal. Ja. Bestätigung, wenn ihr hier bounced, und zwar jetzt, wäre bullish gesehen 23, vielleicht 28. Ja. Ich sehe allerdings meiner Meinung nach unter keinen Umständen, dass ihr allzu hoch bricht. Meiner Meinung nach. Ja. Also bei dem hier, nee, wir sind noch nicht tief genug gewesen. Ja. Wenn ihr hier aber meiner Meinung nach 1492 brecht, dann sind wir hier. Das wäre das. Ja. Und dann geht es zumindest mal in näherer Zukunft hinunter. Warum auch immer. Ja, okay. Und nächstes ist noch ein Community-Wunsch, nämlich K. Hier nur als klitzekleine, oder nicht einmal klitzekleine Warnung, große Warnung. Ja. Es ist wurscht, welche Version euch hier gefällt, meiner Meinung nach. Ja. Für mich, ich bin absolut bearish auf K. Ja. Aber selbst wenn ich absolut bearish bin, ich spiele es nicht. Ich kaufe keine Puts. Selbst wenn ich absolut bullish wäre, ich spiele keine Calls. Warum? Weil sie verdammt nochmal zu teuer sind. Ja. Risk Reward ist in dem Stop, in der Aktie bescheuert hoch. Ja. Auch hier, bestes Beispiel, bevor wir ins Tracking reingehen, bei diesem letzten Squeeze hier. Ja. Weiß nicht, ob ihr es beobachtet habt. Ja. Wenn ihr hier am Montag Puts gekauft hättet, also hier bevor der Run angefangen hat, wenn ihr Puts gekauft hättet, dann wärt ihr hier oben 500% im Plus gewesen. Mit den Puts. So bescheuert war dieser Stock. Mit Calls natürlich auch höher, ja, aber trotzdem. Ja. Diese Puts waren so verflucht scheiße teuer, ja, und sind sie noch. Ja. Für mich ist das Gambling. Ist wurscht, auch wenn man perfektes Tracking hat und absolut davon überzeugt ist, die Preise sind nicht gerechtfertigt. Ja. Jetzt zum Tracking, ja, weil ich habe das sehr oft gelesen, kriegen wir jetzt noch einen zweiten Part. Schießen wir nochmal über Allzeit hoch. Für mich persönlich, nee. Einfach nee. Ja. Warum? Generell ist das Track grauenhaft hässlich. Sage ich auch dazu. Was ich dazu habe, ist, wir haben hier unser kleines A, kleines B, kleines C.
Das Top von 1998. Lower High. Hier wäre unser M und unser T ist irgendwo hier drin. Runter zu unserem W. Was auch immer das hier war. Ja, makrotechnisch ist das wahrscheinlich unser Higher Low gewesen. Ja, weil wir sind ja eindeutig zu tief. Ja, also man kann sich vorstellen, dass das hier irgendwo hier unten war und so weiter. Das sollte unser Makro-Higher Low sein. Ja, nur wenn man sich vorstellen will. Was das Ganze hier zu einem Makro-A macht. Dazu kommen wir gleich. Dann sind wir raufgeschossen. Das hier ist unser mittleres A. Auch hier, wenn man von unserem Low hier ausgeht, hier hinauf, wir sind in der Nähe der 0,5. Ja, somit passt. Ja. Und wenn man sich es ganz genau anschaut, dann haben wir sogar ein ziemlich ähnliches Fractal hier. Ja. Wir kommen von einem W, schießen hier hinauf. Wäre dasselbe wie wir krempen hier hinauf. Fallen runter, machen ein Lower High. Fallen runter, machen ein Lower High. Machen dann diese Seitwärtsbewegung hier. Selbe wie diese Seitwärtsbewegung hier. Und kneifen runter. Dieser Knife ist eindeutig dieser Knife. Ja. Dann sind wir raufgelaufen zu unserem B. Auch hier, von diesem Lowpunkt zu diesem Peak hinauf, ist ein wunderschöner 0,5 Bounce. Und dann haben wir B gebrochen. Ja. Gut, für die Alternative, warum auch immer, ja, vielleicht war das noch nicht das C und wir schießen noch weiter hinauf. Risk Management mäßig, also ich würde es nicht tun. Ich sag's ehrlich, ja. Dieser Move ist für mich ziemlich eindeutig das oder im schlimmsten Fall noch das. Ja. Können wir jetzt nochmal hinaufgehen? Ja, warum nicht? Ja. Aber wir haben hier ein Lower High gehabt, wir haben hier ein Lower High gehabt, selbst hier haben wir ein Lower High gehabt. Ja. Nur dieses Lower High kann halt irgendwo hier sein und keiner sagt euch, dass dieser Drop schon fertig ist. Ja. Ich würde es auch nicht shorten, wegen derselben Idee. Ja. Die Preise sind verflucht scheiße teuer. Ja. Und dazu sei auch gesagt, was ist, wenn wir jetzt gerade hier sind? Es wird noch keinen Sinn machen. Ja, also wir müssten noch zumindest hier runtergehen. Aber die Volatility in dem Stock ist einfach nur bescheuert. Was ist unser Endziel? Ja, also wenn das hier Makro A ist, das ist Makro A. Naja, unser Ziel ist zumindest $6. Aber das wird dauern. Ihr seht das. Ja? Also von diesem C bis zu dem V waren es 4000 Tage. Das bedeutet 11 Jahre. Von diesem Peak zu diesem V war schon weniger, waren es 2000 Tage. Aber das ist nur ein Mittelwert, weil das ist halt klein a. Das hier war das Ende und das hat halt 11 Jahre gedauert. Somit kann schon locker sein, wir machen jetzt das hier und dann laufen wir die nächsten Jahre einfach nur zur Seite. Und jetzt sagt sie mir nicht, dass das nicht möglich ist. Wir haben das jetzt schon zweimal gemacht. Ja? Hier. Und selbst der B-Pullback hat was gedauert. 1000 Tage. Für mich ist dieser Stock nicht spielenswert. Ich meine, okay, ich muss gestehen, ich habe mir vorher nicht angeschaut, weil ganz ehrlich, hätte ich K früher gesehen oder mich früher dafür interessiert, hätte ich wahrscheinlich hier ein paar Calls oder Aktien gekauft. Weil das war ein Play. Jetzt ist es für mich meiner Meinung nach zu spät. Lauft's keinem Hype hinterher. Ja? Also macht's, was ihr wollt. Aber ich laufe diesem Hype nicht hinterher. Für mich schaut das eher meh aus. Ja? Gut, als allerletztes noch SPY. So, und für SPY muss ich einfach nur sagen, ich lage leider komplett falsch. Ja, komplett. Weil ich habe mich um 2 Tage geirrt. Ja, also ich
Meine Vorhersage war 13. Mai für 57. Und leider haben wir 749,58 erst am 14. Mai gemacht. Scheiße. Ich muss aufhören. Das war jetzt mein letztes Video. Tschüss, Baba. Nein, aber ganz ehrlich, perfekt. Ja? Einzige Frage jetzt ist und bleibt: War das jetzt ein Top? Gehen wir jetzt in den Pullback? Oder war das noch nicht der Top? Das ist die Frage. Und die Frage ist berechtigt, weil, ganz ehrlich, wenn man sich diese Rallye, die wir jetzt seit 44 Tagen machen, anschaut, dann hatten wir diese kleinen, nichtssagenden Pullbacks. Ja? Diese kleinen, nichtssagenden Pullbacks haben halt meistens wie lange gedauert? 3 Tage. Ja? Somit, solange, meiner Meinung nach, solange wir nicht, ich meine, ich habe Putz gekauft, ja, gebe ich offen zu, aber solange wir nicht unter 7,31 oder 32 hier fallen, ja, ist es noch immer risky. Ja? Weil, was wäre, wenn wir noch nicht fertig sind? Wie gesagt, das hier ist mein A. A macht 0,5 oder 0,6 Pullback. Wir haben hier unser Broadening Wedge. Habe ich im letzten Video schon gezeigt. Vom Jänner 2026 bis März 2026. Und dann sind wir raufgeknallt. 57 war das erste Ziel, damit wir mit der 0,5 Pullback nicht unter diese Wedge fallen. Wenn wir hier jetzt aber plötzlich bouncen, ja, dann kann das noch immer A sein, ja, aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen höher, zu 786, damit wir nachher den 0,618 Pullback machen. Ja. Meiner Meinung nach, wenn wir unter 732, no financial advice natürlich, brechen, denke ich, wir werden runtergehen. Ja. Ich habe im letzten Video schon gesagt, es sollte relativ zügig gehen. Wahrscheinlich mit News, dass jetzt Frieden herrscht, weil das hier war Frieden, war Krieg. Krieg bullish, Frieden bearish. Ja. Und das Interessante ist halt, erstens für eine Spielidee, falls es euch interessiert, ja, würde ich vielleicht warten, bis wir 7,31 brechen oder man nimmt halt das Risiko im Kauf. Ich würde hier dafür ausgehen 2-3 Wochen Maximum, vielleicht sogar viel, viel schneller. Ja. Ich ziehe da gerne das Beispiel von Oktober bei, weil hier sind wir 4% runtergeknallt. Aber unser Ziel ist auf jeden Fall 6,90, 6,85, also irgendwas auf dieser Trendlinie. Und hier entscheidet sich's dann halt. Wenn man das hier nicht spielen will, ist das die Entscheidungsschlacht dann. Bouncen wir hier und das war hier wirklich ein A und nicht ein weiteres Top und wir machen dann erst unser B und unser C. Das bedeutet Monate nach oben. Oder brechen wir das und wir sehen wirklich unseren richtigen Market Crash. Weil wenn wir in diese Wedge wieder reinfallen, dann geht es schnell nach unten. Wirklich schnell nach unten. Das einzige Problem, was ich derzeit habe, ist halt VIX, der Volatility Index. Ja? Ganz blöd und leicht erklärt ist, wenn es bei rauf geht, geht VIX runter. Wenn es bei runter geht, geht VIX raus. Geht VIX rauf. Und VIX schaut eigentlich verflucht bearish aus. Ja? Was meine ich damit? Ja? Wir haben hier unser Top, ja? Also im August 2024, hier unser Lower High, hier im März 2026 unser großes M. Und meiner Meinung nach ist dieses große M noch nicht fertig, weil dieses große M hat hier angefangen, Dezember 2025, klarerweise, ja, weil SPY ist heruntergeknallt. Hier ist unser Peak von diesem M, hier ist unser Lower High von diesem M. Und meiner Meinung nach ist das hier das kleine M vom großen M. Und hier wäre unser kleines T. Und um dieses M abzuschließen, müssen wir unter 13,38. Ich
sehe das einfach noch nicht bullish. Also für mich ist das hier eindeutig, wir knallen hier hinunter. Das würde allerdings bedeuten, dass SPY nach oben knallt. Die einzige Variante für mich, die hier Sinn ergibt für einen bärischen SPY, ist, dass ich ein bisschen zu kurz denke. Ja. In dem Fall haben wir unser M noch nicht gemacht, sondern wir würden jetzt hier hinaufgehen. Das wäre unser kleines M und dann würden wir erst hinunterknallen. Ja. In dem Fall, ja, also hier, so wäre das. Das wäre noch okay. Oder zumindest, dass wir diese Gap hier füllen. Ja. Also bei 23. Das wäre schon etwas, also der Move für SPY, ja, so. Dann wieder hinunter, dann wieder hinauf, unser T und dann beenden wir erst das M. Ja. Würde ganz ehrlich auch wirklich Sinn ergeben, weil dann fällt der Markt halt jetzt runter für die nächsten 1-2 Wochen. Wäre auch ein perfektes Squeeze-Target, ja, weil wenn man sich 2021 anschaut, dann ist halt SPY auch runtergegangen, während die MIPS geschlossen sind. WIX geht hinauf bis zu dem Punkt und dann bouncen wir. Und dann knallt WIX wieder runter. Würde das Sinn ergeben. Ja. Aber es freut mich zumindest, dass das perfekt funktioniert hat. Schauen wir mal, ob wir hier auch recht behalten. Wird lustig. Okay. War mal wieder ein längeres Video. Gut, wie immer. Erklärvideo hier. Playlist hier. Das große Update-Video, wo ich über alles rede, da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Und das Einzige, was mir überbleibt, ist noch euch ein restliches schönes Wochenende zu wünschen. Und schauen wir, was am Montag passiert. Wir sehen uns.